Hallo zusammen, willkommen zum neuen Tutorial. Heute werde ich euch zeigen, wie ihr bei einer Chow die Gabelfedern wechseln könnt und die Schwingenlagerung ersetzt. Um diesem Tutorial zu folgen, benötigt ihr etwa 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie gut das Ganze geht. Außerdem benötigen wir noch diverse Werkzeuge wie einen Schraubenzieher, ein paar Schraubenschlüssel, eine kleine Ratsche und einen 6er Imbus. Außerdem noch etwas Fett, um das Ganze zu schmieren. Und natürlich die neuen Teile, den Revisionssatz für die Schwingarme und die Gabelfedern. Ich habe hier eine komplett zerlegte Piaggio Chow Gabel. An dieser werden wir nun im ersten Schritt die Lagerung der Schwingarme ersetzen. Ich werde das nun an einem von beiden zeigen. Die Arbeit ist natürlich die identische, ob links oder rechts. Wir werden nun das neue Set von Swing verbauen in der Version 2.0. Hier wurde beim Bolzen eine Hülse eingesetzt, damit die Schraube weniger Spiel hat, was für ein noch besseres Fahrverhalten sorgt, da die ganze Lagerung weniger Spiel hat. Bei den Schwingarmen habe ich die originalen Kunststoffbuchsen schon entfernt und alles sauber gemacht. Hier kann ich nun die neuen Messingbuchsen einfach einstecken. Eventuell müsst ihr die auch einpressen, vielleicht am Schraubstock könnt ihr sie schön so vorspannen. Hier geht das eigentlich recht gut, da alles sauber ist. Nun kann ich die Achse verbauen. Diese werde ich zuerst fetten, damit da sicher alles schön geschmiert ist. Die Lagerung ist nun komplett montiert. Nun kann ich die neue Feder montieren. Die hier habe ich auch von Swing. Das ist auch Version 2.0. Das ist jetzt die Originalhärte, das heißt, wir haben sie so konstruiert, dass sie etwa 5% mehr Federkraft als Original hat. Das ist eigentlich recht viel, wie wir bei der Montage sicher gleich auch bemerken werden. Ihr müsst auch daran denken, die originalen Federn waren oft 30, 40 oder gar 50 Jahre lang montiert und sind mit der Zeit natürlich auch lahm geworden. Eine neue Originalfeder ist in der Regel sehr stark. Wir haben natürlich auch noch verstärkte Federn in 20% oder 50% mehr Federkraft für solche, die wirklich eine straffe Federung brauchen. Nun kann ich die Feder hier auf den Schwingarm aufschrauben. Das sieht man schön, wenn sie am Anschlag ist. Auch hier das Endstück genau gleich, wird auch aufgeschraubt bis zum Anschlag. So, dieser Schwingarm mit Feder ist nun bereit für den Einbau in die Gabel. Ich bereite nun noch schnell den zweiten Schwingarm vor. Danach werde ich mir einen zweiten Mann besorgen für den Einbau in die Gabel. Das geht zu zweit einfach viel besser als alleine. Ich habe nun die Schwingarme vorbereitet für den Einbau. Nun ist auch Togu da, unser Piaggio-Spezialist. Nun können wir mit dem Einbau beginnen. Wie ihr seht, haben wir hier einen rechten und linken Schwingarm. Gut zu erkennen hier der Unterschied mit den Bremsnocken. Dieser muss selbstverständlich nach innen zeigen. Hier bei der Gabel haben wir noch die Anschlaggummis drin. Diese werden wir hier belassen. Die sind noch gut. Eventuell müsst ihr diese austauschen, aber die sind nur eingesteckt. Ich würde diese Arbeit auch gleich noch machen, wenn alles zerlegt ist. Als erstes werde ich nun den Schwingarm hier mit der Feder zuerst hineinmachen. Ich werde die Feder von Hand befestigen.
noch nicht festziehen, sondern einfach mal die Schraube ansetzen, damit die geführt ist. Wenn ich die Schwinge, den Bolzen zuerst befestige, das kriege ich nicht mehr hin. Wir werden nun versuchen, die Feder einzubauen. Dazu wird Thomas den Schwingarm hinunterdrücken. Ich werde von außen einen Schraubenzieher hineinmachen, um das Ganze zu arretieren. Danach versuche ich von innen diesen Imbusschlüssel einzuziehen, um das Ganze danach mit dem Hebel ein wenig zu positionieren und die Schraube von außen anzusetzen. Wie ihr seht, ist das nicht unbedingt die eleganteste Arbeit. Ich oder Thomas, wir wissen jedoch keinen besseren Weg. Wenn ihr vielleicht Tipps oder Anregungen habt, schreibt sie doch gerne in die Kommentare. Jetzt beginnen. Wir haben nun mit dem Schraubenzieher von außen arretiert, danach den Innensechskantschlüssel eingesetzt. Dieser ist nun drin und wie ihr nun sehen könnt, kann ich hier nun mit dem Hebel vom Innensechskantschlüssel das Loch schön ausrichten, um die Schraube einzusetzen. Die Schraube ist nun soweit drin, der Imbus ist draußen. Jetzt stimmt hier das Loch nicht ganz überein. Dazu werde ich jetzt mit der kleinen Ratsche hier auf den Schraubenkopf und mit leichtem Druck das Ganze ausrichten und so gleichzeitig eindrehen, einschrauben. Nun ist die Schraube drin. Ich kann jetzt noch die Mutter befestigen und nicht zu vergessen, hinten noch die Schraube anziehen. Das Ganze ist nun montiert. Wir werden jetzt noch schnell die zweite Seite machen und sind dankbar, dass Togu uns hier geholfen hat und sehen uns gleich wieder. Nun ist alles wieder montiert. Soweit funktioniert alles. Hat kein Spiel mehr, federt schön straff und ist somit wieder bereit für den Einbau. Das war's mit diesem Tutorial. Ich wünsche euch viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.